120 Watt Diodenlaser, wassergekühlt, 800 x 800 mm Arbeitsfläche und optional noch ein Infrarot-Lasermodul für Metall. Ist das vielleicht einer der stärksten und interessantesten Diodenlaser auf dem Markt? Heute schauen wir uns diesen Glacier von Atomstack mal genauer an. Ja, genau hier hinten stehe ich. Man sieht mich kaum vor lauter riesengroßen Laser, den ich jetzt mal hier aufgebaut habe. Ist schon enorm die Größe. Aber jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele kennen mich natürlich von diesen ganzen Laservideos und wir haben ja schon so eine Menge an Laser vorgestellt und diese Playlist werde ich natürlich dort oben einfach nochmal verlinken. Heute geht es wieder um ein High-End-Gerät von Atomstack im Bereich Diodenlaser mit einem 120 Watt Leute, Diodenlaser, der natürlich aber auch irgendwie gekühlt werden muss. Deshalb haben wir hier noch ein Wasserkühlsystem dazu. Wie das Ganze funktioniert und ob das Ding überhaupt einen Taug hat, genau das wollen wir uns heute in diesem Video mal genauer anschauen. Ich habe letztes Jahr schon einen Atomstack A70 vorgestellt. Das hat so die ähnliche Größe, auch so ein Riesenmodell von dem her. Und darauf kam dann öfters jetzt mal die Frage, sehr oft die Frage, kannst du dir nicht mal diesen Glacier oder sagen wir es einfach auf Deutsch, Gletscher von Atomstack einfach mal genauer anschauen und genau das wollen wir natürlich auch mal machen. Ich will natürlich auch mal rausbekommen, was diese Wasserkühlung hier wirklich bringt und was so ein 120 Watt Modul, ich meine Leute, es ist ja aber wirklich echt krass, was da mittlerweile auf dem Markt gibt. Vor 4 Jahren waren wir noch bei 5 Watt und wir sind jetzt mittlerweile bei 120 Watt. Das ist doch total krank eigentlich. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Aufgebaut ist der Laser schon, das brauche ich euch nicht zeigen. Natürlich wird er nicht so in dieser Größe geliefert, in einem großen Karton, sondern er ist natürlich auseinandergebaut. Man müsste ein paar Schräubchen, ja, ich sage jetzt mal eine halbe, dreiviertel Stunde braucht ihr, um dieses Modell hier zusammenzuschrauben. Ist aber überhaupt kein Stress, wenn man genau die Bedienungsanleitung verfolgt. Jetzt starten wir gleich mal rein ins Video und kommen gleich mal auf die Größe zu sprechen. Und die ist enorm. Ich meine, natürlich, wir haben hier eine 800 x 800 mm Arbeitsfläche und das ist natürlich schon eine enorm große Fläche. Was wir dann belasern können auf einmal, das ist natürlich für die Leute gedacht, die wirklich große Sachen lasern wollen und das Ganze auf einmal lasern wollen. Ich kenne sonst, glaube ich, keinen anderen Laser, der das praktisch kann von der Größe her. Die CO2-Laser auch mit diesen Förderbändern und so, die können halt schon lang machen. Aber die können halt nicht so breit machen wie dieser hier. Das ist natürlich enorm. Aber ihr müsst bedenken, ihr seht es gerade selber, ich habe hier einen riesen Platzbedarf. Und den müsst ihr einfach bedenken, wenn ihr euch diesen Laser anschafft. Ich habe hier eine Breite, denn es wird nämlich nachher noch ein bisschen breiter. Es kommt nämlich noch ein Gehäuse außenrum. Denn diesen Laser kann man natürlich nicht ohne Gehäuse betreiben. Aber da kommen wir nochmal zu den Sicherheitsbestimmungen nachher. So, ich habe jetzt hier eine Fläche von, ja, ich sage jetzt mal 130 auf 140 mm, was dieser Laser natürlich an Platz einnimmt. Schauen wir uns mal das Herzstück des Lasers an, das ist dieses 120 Watt Modul. Ich muss gleich am Anfang dazu sagen, es gibt verschiedene Modelle. Das ist das 120 Watt Modul und wir können es in der Software von der Wattzahl nochmal nach unten stellen. Das heißt, wir haben hier 120 Watt, 100 Watt, 80 Watt und 40 Watt und das schauen wir uns nachher in der Software einfach mal an, wie man das Ganze einstellen kann. Dann gibt es dieses Modell auch noch in 90 Watt, sprich 90 Watt, 70 Watt und 45 Watt und bei diesem 120 Watt Modul haben wir eine Laserpunktgröße von 0,15 x 0,15 mm. Natürlich, wenn man jetzt von den Wattzahlen noch mal ein bisschen runter geht, dann schalten sich da ein paar Dioden da drin praktisch ab, ein paar Laser ab und wir erreichen dann praktisch eine kleinere Dotgröße mit dem 40 Watt. Es ist natürlich dann auch besser zum Gravieren. Oben seht ihr die Einlässe fürs Wasser, also praktisch Wassereingang, Wasserausgang, den Air Assist Anschluss, damit wir eine Luftunterstützung haben beim Schneiden und natürlich auch den Hauptanschluss. Und gut, es ist ein Autofokus verbaut, das ist dieses kleine Teil hier unten. Ihr legt praktisch euer Werkstück drunter, sagt sein Autofokus und der Laser stellt sich vom Fokusbereich automatisch ein. Diese Schutzscheibe können wir dann auch mal abmachen, ist mit Magneten befestigt und ist auch ganz leicht zum Hinmachen wieder.
Natürlich kann man hier noch von der Höhe auch noch verstellen mit 2 Rädchen, die wir da an der Seite haben. Und wenn ich jetzt mal den anderen herhole, und zwar den 70 Watt Laser, das ist der hier. Und ihr seht jetzt hier schon mal den Größenunterschied, obwohl der jetzt 120 Watt hat und der nur 70 Watt hat, umschaltbar auf, was war das jetzt, 35 Watt. Dann seht ihr trotzdem diesen Unterschied. Und warum ist das so? Ganz einfach, wir haben ja hier noch ganz viele Lüfter verbaut hier drin, um das Ganze kühlen zu können. Also da sind Kühlrippen drin, das alles Mögliche ist da in diesem Laser verbaut und deshalb haben wir auch diese Riesengröße von dem 70 Watt Laser. Das haben wir bei dem nicht, das ist ein geschlossenes, komplett geschlossenes System. Das heißt, das Wasser geht hier rein, kühlt den Laser und kommt dann wieder praktisch raus und geht dann praktisch in den Kühler rein. Und deshalb haben wir da auch einen riesengroßen Vorteil. Ich weiß nicht, wenn es manche von euch schon Laser-Freaks sind, dann wissen sie ganz genau, dass wenn man das Ganze mit dem Gehäuse betreibt und das Ganze mit dem Lüfter betreibt, dann kann es dann, ja, passiert es öfters mal, dass dieser Lüfter hier drin auch verdreckt ist, weil er natürlich automatisch, obwohl wir eine Absaugung haben im Gehäuse, automatisch auch ein bisschen Dreck hier wieder rein bläst oder reinzieht im Endeffekt. Und dann müssen wir diesen Lüfter natürlich auch öfters waschen oder putzen. Eine super tolle Lösung finde ich diesen Schnellverschluss hier. Dort fließt ja das ganze Wasser rein und raus. Und wenn ich das Lasermodul jetzt wechseln will, dann habe ich nicht viel zu tun. Air Assist abziehen, Stecker abziehen und diese Schnellkupplung abziehen. Und die ist natürlich auch dann wasserdicht. Das heißt, sie verschließt sich automatisch und schon kann ich das Lasermodul wechseln. Und zum Anbringen natürlich einfach nur anstecken und schon habe ich wieder eine super Wasserkühlung. Echt top. Ihr seht jetzt dann auch hier hinten die erste Schleppkette, die ist auch sehr, sehr gut gelöst. Also es ist wirklich alles schön sauber in dieser Schleppkette, ist es praktisch schön untergebracht. Für die schöne Laufruhe sorgen hier 2 Linearsysteme, also mit Metallrollen und Metallschienen, wo der Laser richtig schön ruhig laufen kann auch drauf. Jetzt seht ihr hier noch mal ein paar Klötze, seht ihr den Klotz da unten, den würde ich euch definitiv empfehlen, das dann auch anzubringen, weil da könnt ihr den Laser immer am selben Fleck, der wackelt dann gar nicht mehr rum und der Vorteil an diesen Klötzen ist, die habe ich im Internet gefunden. Kann ich euch gerne noch mal verlinken, sind nicht von mir, aber man kann diese Klötze auch verwenden, um den Laser praktisch höher zu stellen. Das ist ein Baukastensystem. Brauche ich jetzt einfach nur mal draufklicken, egal welche Höhe, und ich kann dann praktisch den Laser erhöhen, wenn ich dann praktisch mit dem Rotari arbeiten will. Und das finde ich cool. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch mal diese Klötze hier. Hier vorne seht ihr praktisch noch die Steuereinheit, die ist natürlich auch enorm groß, da ist auch gleichzeitig das Netzteil verbaut. Wichtig ist, dass ihr diesen Stick hier, da werden 2 mitgeliefert, das ist der Sicherheitsstick, ohne dem funktioniert der Laser nicht, also müsst ihr definitiv stecken. Seitlich haben wir Computeranschluss, können wir das Display anstecken, dort können wir den Laser auch nochmal steuern über das Display und natürlich haben wir auch eine WLAN-Verbindung hier, Wi-Fi-Verbindung, die ist hier noch die Antenne angesteckt und da können wir noch einen USB-Stick anstecken und so weiter und so fort. Da vorne haben wir jetzt noch einen Knopf für den Autofokus. Das heißt, wenn wir dann praktisch den Laser positionieren, Autofokus machen, können wir eigentlich da drauf drücken. Das können wir aber genauso auch in der Software machen. Und natürlich wichtig ist der Notaustaster, den wir natürlich haben. Den müsst ihr natürlich dann aufschalten, wenn ihr den ganzen Laser betreibt. Seitlich noch der Stromanschluss, der Ein- und Ausschalter und natürlich auch die Verbindung zum Wasserkühler. Da kommen wir nochmal gleich drauf zu sprechen. Wir können noch ein Feuer-Safety-System hier anschließen, das optional erhältlich ist. Und das ist der Air Assist, der mitgeliefert wird. Und den können wir hier anstecken, damit der Air Assist automatisch startet, wenn der Laser startet. Hier auf jeden Fall nochmal der Air Assist, den man dann anstecken muss, dass der automatisch losläuft. Und jetzt sind wir auf der Rückseite von unserem Wasserkühler, genau. Da müssen wir das Datenkabel anschließen und natürlich die 2 Wasseranschlüsse. Diese Schläuche sind lang genug, die können wir natürlich dann auch verlängern theoretisch und da müssen wir einfach den Laserkopf praktisch anschließen. Gefüllt wird das Ganze mit destilliertem Wasser, ob jetzt mit Frostschutz oder ohne Frostschutz müsst ihr natürlich selber entscheiden, je nachdem wo der Laser dann in Zukunft stehen wird. Jetzt ist mir, bevor wir weitermachen, noch ein Mega-Thema super wichtig. Das ist die Thema Sicherheit. Ich vergleiche es immer mit dem Kauf einer Motorsäge. Ihr könnt eine Motorsäge auch ganz normal im Baumarkt kaufen oder sonst irgendwo und ihr könnt sie auch dann betreiben. Aber ihr könnt sie nicht betreiben ohne Sicherheitsvorkehrungen und das ist genauso hier mit diesem Laser genauso das Gleiche.
Das heißt, wir brauchen bei diesem Laser, dieser Laser ist jetzt nicht ohne Sichtschutz und ohne Absaugung zu betreiben. Das heißt, ihr könnt den Laser nicht einfach so in die Werkstatt stellen, Holzlasern schneiden und diese Dämpfe einatmen. Die sind hochgiftig, deshalb atmet diese Dämpfe nicht ein und ebenso Sichtschutz mit der Brille. Da wird zwar eine Brille mitgeliefert, aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann hier diesen Laser so betreiben können. Deshalb kann ich euch, oder es ist eigentlich fast schon ein Muss, dort für dieses Gerät ein Gehäuse zu bauen mit Sichtschutz und Abluft. Diese Abluft muss gefiltert werden oder nach draußen geleitet werden, damit er diese schlechte Luft nicht einatmet. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden jetzt dieses Gehäuse zusammenbauen. Es gibt nämlich ein Gehäuse von Atomstack, das wir jetzt da stehen haben. Ich habe es schon halb zusammengebaut. Um euch den Laser aber so vorzustellen, habe ich das Gehäuse noch nicht drüber gestellt. Deshalb werde ich dieses Gehäuse jetzt zusammenbauen. Das wird noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern. Und dann habe ich hier einen perfekten Schutz für dieses Gerät. Und natürlich betreibe ich das Ganze mit einem Abluftfilter. Kann ich euch gleich noch mal nachher zeigen. Hallo, hier hinten bin ich. Das ist schon riesig, oder? Ich bin jetzt fertig mit Aufbauen. Es ist aber definitiv ein Muss, diesen Laser mit einem Gehäuse zu betreiben. Und zwar entweder ein selber gebautes oder dieses gekaufte hier. Wie gesagt, ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich finde das Gehäuse eigentlich relativ cool. Ich laufe jetzt mal um den Laser rum. Musste ich, glaube ich, noch nie so richtig heftig. Das ist total easy aufgebaut. Knopf drücken, dann kann man das Ganze runterklappen. Man kann auch diese Seite jetzt nach hinten schieben oder diese Seite nach vorne schieben. Man kommt dann wirklich definitiv ganz einfach hier an seine Sachen drin, die man gelasert hat oder zum Einlegen. Zumachen, hochklappen, Knöpfchen drücken und schon ist das Ganze geschlossen und ist luftdicht. Jetzt fragen sich viele von euch da draußen wahrscheinlich, braucht man ein 120 Watt Gerät, Diodengerät mit so einer riesengroßen Größe? Also ich sage jetzt mal für die meisten von euch da draußen, definitiv nein. Aber es gibt natürlich Leute, die brauchen einen riesengroßen Arbeitsbereich. 800 x 800 mm ist natürlich sehr, sehr groß und natürlich die Leistung ist enorm. 120 Watt bzw. 100 Watt ist schon eine enorme Leistung. Wir können dadurch natürlich auch dünne Sachen viel schneller schneiden als mit so einem 20, 30, 40 Watt Gerät. Da komme ich ja gar nicht so schnell durch. Kann ich natürlich jetzt hier von der Geschwindigkeit deutlich erhöhen beim Lasern und natürlich auch dicke Sachen kann ich natürlich auch viel einfacher schneiden und beim anderen Laser muss ich 5, 6, 7, 8 Mal durchgehen und bei dem das werden wir nachher sehen, wie der Test sich verhält, wie oft ich beim gewissen Holz durchgehen muss. Aber das geht natürlich deutlich schneller und für Leute, die gerade wirklich produzieren wollen, ist das natürlich ein riesiger Vorteil. So, natürlich, jetzt gibt's noch einen Punkt, dafür müssen wir das Ganze aufklappen. Euch muss bewusst sein, dass ihr natürlich nicht dort auf dieser Holzplatte schneiden könnt. Deshalb brauchen wir dann natürlich auch noch eine Unterlage. Das heißt, wir brauchen dann noch mal 2 Bleche drunter, dass wir da auch schneiden können. Und natürlich, jetzt kommt noch was, und zwar brauchen wir noch einen Honeycomb. Ein Honeycomb muss natürlich auch noch vorhanden sein, damit wir dann nicht auf diesem Blech schneiden. Und das müssen wir natürlich auch noch reintun. Ich habe da noch ein ganz schönes großes Honeycomb. Das könnt ihr da auch kaufen. Das kann ich euch natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Das ist zwar jetzt kein richtiges für diese Größe, aber es ist da absolut für mich jetzt hier ausreichend. Ich hoffe, ich habe zum Laser jetzt nichts mehr vergessen zu sagen, denn wir können jetzt gleich mal in die Tests übergehen. Zuvor gehen wir noch mal ganz kurz in die Software rein, damit ich euch das zeigen kann mit dem Umstellen von Wattzahlen und so weiter. Da gehen wir noch mal ganz kurz rein und wie ihr das Ganze in Lightburn einbinden könnt. Fangen wir mal in Atomstack Studio einfach mal an.
Wie gesagt, ist ein kostenloses Programm, könnt ihr auch nutzen, funktioniert auch, alles ist super, super toll. Müsst ihr euch einfach auf jeden Fall mal ein bisschen einarbeiten. Ich nutze Lightburn, weil Lightburn mir definitiv einfach besser gefällt. Aber wie gesagt, muss man kaufen. So, einfach mal den Laser mit der Software verbinden, wenn ihr diese Version benutzt. Und jetzt kommen wir mal nur zu den wichtigsten Punkten und das ist das hier. Es ist jetzt gerade hier 180 und 40 Watt, die wir hier einstellen können. Aber normalerweise heißt es doch eigentlich 120 Watt. Ja, genau. Und das ist ja das Problem so ein bisschen dran. Das ist nämlich der Turbo, den wir noch einschalten können bei 120 Watt. Aber dann kommt auch schon ein Hinweis, dass praktisch die Lebensdauer des Lasers praktisch verkürzt im Endeffekt. So mal ausgedrückt. Und das musst ihr natürlich wissen, dass man diese 120 Watt eigentlich nicht dauerhaft fährt. Also Atomstack wirbt ja mit 120 Watt Laser. Ja, haben wir vielleicht dann schon, aber ich würde es euch wahrscheinlich dann eher nicht empfehlen, dass man doch eher auf die 100 Watt geht. Gut, aber 100 Watt ist ja auch schon deutlich mehr als andere Laser alle haben. So, also hier können wir hin und her schalten. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Und ich denke mal, da werden wir jetzt nichts weitermachen. Das ist selbsterklärend, müsst ihr euch selber mal ein bisschen anschauen, das Ganze. Wir gehen nämlich jetzt in Lightburn über. Jetzt müssen wir den natürlich jetzt mal ein bisschen disconnecten wieder, wenn das geht. Löschen, jawohl, okay, prima. So, und jetzt gehen wir mal ins Lightburn rüber und dort müssen wir natürlich das Ganze auch verbinden. Und zwar ist es jetzt so, wenn man das Ganze in Lightburn nutzen will, muss man erstmal mit diesem mitgelieferten USB-Stick reinstecken. Da ist einer mitgeliefert und das Ganze zu verbinden ist es dann einfach importieren. Dann geht es dann praktisch darauf und sucht euch die Datei her auf dem USB-Stick und jetzt müsst ihr euch entscheiden, 90 Watt oder 120 Watt. Wir haben den 120 Watt. Das könnt ihr dann alles öffnen und einfach bestätigen und schon lädt automatisch, wird dann alles reingeladen. Also hier könnt ihr dann den Laser anwählen, OK klicken und schon habt ihr alle Daten, die der Laser braucht, habt ihr dann schon dort. So, wir haben da schon mal was vorbereitet und zwar werde ich jetzt gleich mal einen Schnitttest machen auf 4 mm Sperrholz, Pappelsperrholz und mal schauen, wie er sich da tut mit diesem 4 mm Sperrholz. Ich habe da schon mal richtig krasse Geschwindigkeiten rein und mal schauen, wie weit da wir durchkommen. Wichtig ist, dass wir dann hier auch einstellen, da oben unter Makros, die sind dann automatisch da drin gespeichert. Dort können wir diese ganz gleichen Sachen auch einstellen wie im Studio. Also 40 Watt, 80 Watt, 100 Watt und natürlich diesen Turbo-Modus, diese 120 Watt. Hier haben wir auch noch einen Button für den Autofokus, was wir natürlich auch am Gerät drücken können. So, machen wir mal den Autofokus und werden gleich mal reinstarten in diesen Test hier und wollen mal schauen, wie weit wir durchkommen. Ihr seht jetzt gerade zwei Tests und zwar rechts ist der 70 Watt Laser, den habe ich nochmal rausgekruschelt und links der 100 Watt, den wir jetzt gerade gefahren haben. So, und jetzt schauen wir schon mal uns die Schrift an. Die Schrift schaut echt perfekt aus, gestochen scharf und schön schwarz graviert. Also da kann man gar nichts sagen, man könnte sogar noch ein bisschen von der Leistung runtergehen. Jetzt sehen wir aber mal die Leistungsunterschiede, was wir hier haben, die Schnittleistung, die wir haben. Der 70 Watt bei 1300 Millimeter pro Minute steigt er bei 70 Watt aus. 100% können wir nicht vergleichen, das habe ich hier nicht gefahren da drüben, also müssen wir mit den 90 ausgehen. Und dort fängt nämlich der 100 Watt, der fängt erst bei 1600 Millimeter pro Minute, fängt der erst wirklich an. Und ihr seht mal, was wir da echt von einem Unterschied haben, von der Leistung her. Also diese 30 Watt mehr bringen echt deutlich was. Ich würde sagen, wir machen jetzt den ganz gleichen Versuch noch einmal, aber machen diesen Power Mode an. Was soll ich sagen? Links 120 Watt, rechts 100 Watt. Ich muss es sagen, da ist es nicht deutlich großer Unterschied zu sehen. Also spart euch die 120 Watt und fahrt dann lieber auf die 100 Watt, dann lebt auch der Laser länger. Jetzt schauen wir uns aber trotzdem mal die Rückseite nochmal an. Ich finde die also wirklich sauber, also auch nicht wirklich verbrannt und die Schrift ist auch genauso hier, ist super toll, muss ich sagen, graviert worden, wie genauso hier. Da ist ein bisschen mehr verbrannt. Was ich euch so noch empfehlen kann, ist euer Honeycomb hochzulegen, damit das Honeycomb unten definitiv mehr Luft bekommt. Und das habe ich jetzt auch mal eingeführt und habe dort eine Erhöhung reingemacht.
Wir machen jetzt einen Test mit 10 mm Pappelsperrholz. Mal schauen, wie er da durchkommt im Vergleich zum 70 Watt Laser. Und jetzt muss ich eins mal erwähnen. Die Wasserkühlung läuft auf volle Kanne. Die Lüftung läuft auf volle Kanne. Der Abluftventilator läuft auf volle Kanne. Und der Laser lasert. Und ich muss sagen, es ist nicht wirklich so laut. Oder was sagt ihr dazu? Das schaut ja schon mal sehr gut aus, aber jetzt habe ich ein Problem, das ist mein Fehler. Die Außenkontur, die Schnittaußenkontur habe ich natürlich auf 3 mm lassen und habe es nicht umgestellt. Meine Schuld. So, aber, das ist ja mal Wahnsinn. Jetzt tun wir mal das Ganze hier weg. Das fällt auch noch raus. Super. Rückseite, ja, geht. Also wie gesagt, man sollte es am besten hochlegen. Selbst diese Schnittsachen ein bisschen hochlegen, dann haben wir hier weniger Schmauch an der Seite. So, also... Jetzt holen wir mal die 70 Watt her und da hat der 70 Watt ja fast schon versagt, kann man fast sagen. Jetzt schaut's mal, gleiche Geschwindigkeiten, gleiche Leistung. Ja gut, da fehlt noch das 100%, aber wenn wir jetzt mal die 100% weggehen, bis auf 70% runter, überhaupt kein Stress. Also wir können da deutlich schneller fahren mit diesem Laser, noch schneller fahren als jetzt hier mit diesem Test hier. Aber jetzt mal diesen Unterschied, richtig enorm. Der Test war ja vorhin so einfach, deshalb habe ich nochmal einen Test angelegt. Und zwar war das ja überhaupt kein Problem bis 700 mm, gar kein Stress. Wir haben jetzt hier mal einen Test mit 600, 700, 800, 900 mm pro Minute. Und ihr seht, dass er jetzt einfach mal da oben so bei 70%, 800, 900 komplett aussteigt. Am besten sind natürlich dann diese 90, 80%, dort kommen wir noch mit 900 mm durch pro Minute und das ist natürlich schon eine enorme Geschwindigkeit, was wir fahren können. Wenn wir jetzt nochmal den Vergleich zum 70 Watt einfach nochmal herholen, wir steigen beim 70 Watt, steigen wir dann einfach schon bei 500 mm pro Minute, steigen wir da schon bei 90% aus. Ich habe hier noch was ganz Interessantes. Ich habe den Schnitttest vom 48 Watt noch rausgegruschelt, 10 mm Sperrholz und das ist der 100 Watt. Jetzt schauen wir mal ganz genau hin und wenn wir jetzt aber 300 mm pro Minute sind, steigt der 48 Watt bei 80% aus und bei diesen 100 Watt haben wir bei 900 mm pro Minute sind wir dort bei 80% ausgestiegen. Also ihr seht mal, dass wir hiermit sogar die dreifache Leistung erreichen können mit diesem 100 Watt. Also dementsprechend auch eine sehr hohe Geschwindigkeit fahren können und damit natürlich sehr produktiv arbeiten können. 19 mm Fichte haben wir jetzt probiert und jetzt bin ich auch mal gespannt, was da alles rauskommt. Okay, also den müssen wir noch rausziehen. Ihr seht, hier unten ist natürlich an den Seiten vom Durchstrahlen, also vom Rauch, der da unten entsteht. Also ich hätte dieses dann extra nochmal hochlegen müssen, dann sollte das Ganze hier weg sein. Aber sonst schaut der Schnitt ganz sauber aus. Schauen wir mal die Seiten an. Oh ja, der Schnitt ist wunderbar geworden. Also das ist überhaupt kein Stress. Perfekt. Und ja, jetzt wollen wir das Ganze natürlich mal vergleichen mit dem 70 Watt. Also ihr seht deutlich diese Unterschiede auch von der Schwarzgravur, oder? Also ich sehe, die Gravur ist allein schon mal 1000-mal schöner und weniger Schmauch. Da sind wir beim 70 Watt ja schon sehr weit weg, muss ich sagen. Ich habe jetzt beim 100 Watt natürlich bei 250 Millimeter pro Minute angefangen. Ihr seht jetzt 250. Wir kommen hier bei 100% bis 350 Millimeter pro Minute raus. Also ihr seht auch schon deutlichen Unterschied zum 70 Watt. Total übertrieben, 29 mm Fichte, ein Durchgang, 120 mm pro Minute mit 100 Watt. Macht kein Mensch, denke ich mal, aber ihr seht's mal, es funktioniert. Wir kommen hier wirklich schön durch und der Schnitt ist echt sogar noch richtig schön sauber. Ich hätte noch euch einen Tipp und zwar geht es hier ums Schneiden von dicken Materialien. Wir haben ja hier den Autofokus und das habe ich leider vorhin nicht erwähnt. Wenn ihr den Autofokus macht, dann stellt sich der Laser auf Gravieren und dünne Materialien ein zum Schneiden. Aber jetzt haben wir hier so einen Fixierfilter
Fokusblock haben wir noch mitgeliefert. Der hat 3 verschiedene Stufen. Und wenn man jetzt das mal drunter hätte, das ist jetzt Autofokus, dann ist der so auf Gravieren und dünne Materialien zum Schneiden eingestellt. Solltet ihr aber dicke Materialien haben, würde ich euch empfehlen, diesen Block zu benutzen und auf die unterste Stufe zu gehen. Je nach Materialstärke. Diese unterste Stufe ist gedacht für Material größer gleich 20 mm. Und deshalb würde ich das dann runterstellen und euren Laser von der Fokuspunkt einfach manuell einzustellen. Da dreht ihr einfach hinten am Rädchen und könnt dann je nach Materialstärke ein bisschen weiter runter gehen. Somit kommt auch dann praktisch der Laserpunkt weiter runter und ihr könnt einfach dickere Materialien schneiden. Also nur mal zur Info. Da wir ja keine Kamera haben, müssen wir das Ganze mit dem Laserpunkt ausrichten, unsere Objekte unten drunter. Und zwar dieser blaue Punkt, den könnt ihr im Leitbündel anschalten. Und zwar, wenn ihr in die Einstellungen geht und dann auf die Bewegungen geht, könnt ihr das Ganze einschalten und dann auslösen drücken. Und wenn ihr dann auslösen drückt, dann seht ihr diesen blauen Punkt hier. Und damit könnt ihr praktisch euer Werkstück dann praktisch ausrichten. Ihr könnt dann auch noch einen Rahmen fahren. Also wenn ihr dann dort auf Rahmen fahren klickt, dann fährt der Laser einen schönen Rahmen. Und dann könnt ihr euer Werkstück perfekt ausrichten. Also es ist zwar schade, dass wir keine Kamera haben, aber es ist einfach bei dieser Größe definitiv nicht möglich. Speed und Power Test auf Holz habe ich versucht. Links seht ihr diesen Speed und Power Test. Auf diese Einstellung habe ich dann ein Bild versucht zu gravieren auf diesem Holz. Und ich sage jetzt mal so, für den ersten Versuch ist es doch echt mal super rübergekommen. Ja, man kann auch ein bisschen feintunen, damit es noch besser wird. Aber wir sehen schon mal, dass wir mit diesen 40 Watt auch sehr schöne Bilder auf Holz hinbekommen. Denn auf Holz ist es ja nicht ganz so einfach, ein schönes Bild drauf zu bekommen. Aber wie gesagt, erster Versuch, nicht schlecht. Auch Edelstahl farbig zu markieren ist möglich. Dieser Test, ja, geht definitiv tausendmal besser. Ich habe auch ein bisschen rumgespielt und bin dann auf dieses Ergebnis gekommen, verschiedene Farben zu gravieren. Ich hoffe, man kann es im Video erkennen. Also es ist definitiv auch möglich. Wie gesagt, man muss aber auch rumspielen mit den Einstellungen. Hiermit haben wir bewiesen, dass auch kleine Sachen mit diesem großen Laser funktionieren. 40 Watt sind natürlich eingestellt gewesen. Ihr seht es jetzt praktisch, ihr habt die Makroaufnahme nehmen müssen. Rechts daneben liegt noch ein Centstück. Die Schrift ist auch nicht sehr groß, 17 mm und gerade mal 3 mm in der Höhe. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Gestochen scharf drauf gelasert. Ich denke mal, damit stoppen wir jetzt einfach mal mit dem Modul. Wir haben bewiesen, es funktioniert richtig gut eigentlich. Wir können richtig große Sachen machen. Wir können aber auch richtig mini kleine Sachen mit den 40 Watt machen. Und die Qualität ist absolut noch voll in Ordnung. Und wir haben ja sogar noch ein Foto auf dem Holz graviert. Und das ist ja auch von der Qualität eigentlich noch recht gut. Natürlich können wir das nicht vergleichen mit einem 10 Watt Diodenlaser. Der kriegt natürlich noch deutlich bessere die Qualität hin. Aber für diese Größe ist es absolut noch wirklich ausreichend. Wir haben aber hier noch ein, ich sage jetzt mal, Infrarotmodul da mit 4 Watt, was ich hier lesen kann. Und was ist ein Infrarotmodul? Ein Infrarotlaser. Damit kann ich Metall und Kunststoffe und so gravieren und markieren. Bei Metall kann ich jetzt oberflächlich eher gravieren. Ich kann damit definitiv mit 4 Watt Leistung kann ich keine Tiefengravur vornehmen. Das müsst ihr auf Metall natürlich, müsst ihr natürlich bedenken, dass es nicht geht. Es ist eher zum Markieren gedacht. Also alles, was mit Stahl zu tun hat, mit Edelstahl. Edelstahl geht auch die Diodenlaser zum Markieren. Aber ich sage jetzt mal Aluminium und alles mögliche, Kunststoff, Acryl und so weiter, das kann ich alles mit diesem Infrarotlaser machen, was der Diodenlaser nicht kann. Und das Tolle daran ist, ich kann den jetzt innerhalb von 10 Sekunden einfach umstecken. So,
So meine Lieben, ich habe jetzt mal so richtig Gas gegeben und habe mal richtig schön getestet. Fangen wir mal auf der linken Seite an. Und zwar ist das schwarzes Acryl mit dem Infrarotlaser belasert. Ich kann euch immer empfehlen, Speed- und Power-Tests zu machen. Und das hat super funktioniert. Und aufgrund diesen Speed- und Power-Tests habe ich dann auch natürlich Gravuren versucht. Das war der erste Versuch mit dieser Gravur hier, mit diesem Foto. Ja, ist noch nicht ganz so richtig gut funktioniert, aber aufgrund dessen habe ich mir natürlich an den Einstellungen rumgespielt und jetzt seht ihr mal, was da rausgekommen ist. Und dieses Bild auf Acryl mit diesem Infrarotlaser mit 4 Watt ist echt enorm. Also ihr seht, wie gestochen scharf dieses Foto auf diesem Acryl ist. Mega. Natürlich Aluminium habe ich natürlich auch probiert, das ist Alu Natur, dann noch Stahl, ganz normalen Stahl, ihr seht, da ist so ein bisschen Rost drauf, dort haben wir sogar noch ein bisschen Anlauffarben auf Stahl, gut, hat man vielleicht ein bisschen Edelstahlanteil mit drin, hier haben wir verzinktes Stahlblech und dort haben wir auch dann verschiedene Farben erreicht. Also wie gesagt, immer Speed- und Power-Tests machen. Und dann funktioniert das. Auf diesem Grund von diesem Speed- und Power-Test habe ich dann versucht, eine Karte, eine Alu-Visitenkarte mit Foto zu belasern. Und ihr seht genauso, ich muss auch genauso Versuche starten. 1, 2, 3, 4 Versuche habe ich gestartet auf dieser Karte. Und ihr seht, der 4. hat funktioniert. Und aufgrund dessen habe ich dann nochmal dieses Foto hier gemacht. Und das schaut ja auch mal sowas von gestochen scharf aus, dieses Foto. Also richtig gigantisch, was wir hier für eine Qualität mit diesem mini-kleinen Infrarotlaser hinbekommen. Natürlich können wir auch noch andere Sachen damit bearbeiten. Wir können Keramik, Stein, Leder, farbiges Glas, Kunststoff vor allem. Das finde ich auch noch richtig toll. Ich habe hier noch ein Steckernetzteil versucht zu gravieren. Und ihr seht mal, was das für eine tolle Qualität hier ist auf diesem Steckernetzteil in weiß, also in schwarz drauf graviert oder drauf markiert, eher gesagt. Es ist nicht graviert, es ist markiert. Genau. Und wir können auch noch Silber, wir können Gold, wir können Kupfer und Messing und alles Mögliche können wir damit einfach noch markieren oder teilweise ein bisschen angravieren. Und das mit diesen ganzen 1064 Nanometer. Der Vorteil ist, dass wir wirklich wassergekühlt sind, mit diesem Modell genauso und somit immer eine konstante Leistung mit diesem Modul fahren können. Finde ich echt gut. Leute, was ich noch zum Infrarotlaser sagen muss, bitte, bitte erwartet bei diesem Infrarotmodul mit diesen 4 Watt, erwartet dort keinen Mopa-Laser oder einen Faserlaser, wo ihr dann praktisch Tiefengravuren vornehmen könnt oder so, richtig in Metall oder so. Das ist es nicht, das ist ein Infrarotlaser mit 4 Watt, womit ich einfach Kunststoffe markieren kann oder ich sage jetzt mal Metall leicht angravieren kann, aber keine Tiefengravuren vornehmen kann. Das ist eher zum Markieren gedacht. Also das muss euch definitiv bewusst sein. Und wenn ihr da wirklich was richtig Krasses wollt, dann müsst ihr auf einen Mopa-Laser gehen oder auf einen Faserlaser gehen. Da habe ich ja auch schon genug Videos gemacht dazu. Könnt ihr auch gerne nochmal dort anschauen, wen das dann interessiert. Jetzt sehen wir mal die kleine Ausbeute, was wir hier einfach versucht haben zu lasern und zu testen. Und ich muss sagen, es hat alles echt sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt interessiert mich eure Meinung da draußen genauso. Was haltet ihr von diesem riesengroßen Laser? Hättet ihr ein Einsatzgebiet von der Größe her? Oder habt ihr kleine Laser, habt ihr Faserlaser, habt ihr Diodenlaser, habt ihr CO2-Laser? Und das Ganze, das könnt ihr gerne mal unten alles in die Kommentare reinballern. Da würde ich mich echt drüber freuen. Des Weiteren die Dateien, die Speed- und Power-Tests und die ganzen Werte, ja, muss ich mal schauen, ob ich es noch schaffe, auf der Homepage kostenlos zum Downloaden anzubieten. Schaut einfach mal drauf. Wenn unten in der Videobeschreibung ein Link zur Verfügung steht, dann habe ich das geschafft und ihr könnt die Dateien dann kostenlos downloaden. Die sind allerdings dann für Lightburn, müsst ihr natürlich auch wissen. Aber schaut's da einfach mal nach. Jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit und jetzt fangen wir mal damit an, für wen ist der Laser nicht geeignet? Wenn ihr zum Beispiel jetzt nur kleine Schlüsselanhänger oder sonst irgendwelche kleine Sachen machen wollt, klein schneiden wollt, dann ist der Laser definitiv overkill für euch, weil er einfach zu leistungsstark ist, zu groß ist und erstens ist nicht so 1000%ig das Einstiegsmodell für einen Laseranfänger. Er ist jetzt auch kein CO2-Ersatz, also
Ihr müsst immer bedenken, ein Diodenlaser kann was anderes wie der CO2-Laser und der Phasenlaser und der MOPA-Laser und der UV-Laser natürlich. Und da müsst ihr euch vorab schon mal bewusst sein, was ihr für Materialien praktisch belasern oder schneiden wollt. Ihr müsst einfach diesen Platzbedarf auch berechnen. Wir sind da schon vom Platzbedarf relativ groß, aber dafür finde ich aber auch richtig cool, dass wir nicht nur große Sachen machen können, sondern damit, dass wir den Laser runterschalten können auf diese 40 Watt. Da war ich ein bisschen überrascht, dass die Qualität bei 40 Watt von den Gravuren trotzdem noch gut ist. Weil umso weniger Watt wir haben, umso kleiner wird der Laserpunkt dann wieder. Und das kann ich ja in der Software runterschalten, diesen Laser auf 40 Watt. Und dann muss ich doch ehrlich schon zugeben, dass diese Qualität der Gravur doch relativ gut war noch für einen 40 Watt Laser. Er hat 120 echte Watt, wobei ich natürlich dazu sagen muss, das sind nicht diese 120 Watt, die habe ich gar nicht wirklich benutzt, nur einmal, denn diese Warnung, die hat mich ein bisschen gestört. Nennen wir es einfach, es ist ein echter 100 Watt Laser, wo er dann praktisch wirklich funktioniert und mit der Wasserkühlung wir die Dioden so weit von der Temperatur runterbekommen, damit wir eine Dauerleistung von den Dioden erreichen können und vor allem, dass wir halt dann auch noch die Lebenszeit der Dioden erhöhen. Und vor allem noch was dazu, wir müssen hier mit der Reinigung, da es ein geschlossenes System ist, der Diodenlaser, haben wir keine Probleme mehr, diesen Laser zu reinigen. Das heißt, bei den normalen Lasern mit diesen Lüftern drin, da saugt es den Dreck ja teilweise immer rein und man muss alle paar Wochen einfach mal das Ding auseinanderbauen und muss es reinigen. Das entfällt hier und das finde ich natürlich auch nochmal richtig cool. Was optional noch natürlich gut ist, ist dieses Infrarotmodul für diejenigen, die dann auch mal ein bisschen Metall markieren wollen, kann man eher fast sagen, ist es auch noch sehr gut. Und dass dieses Modul auch noch wassergekühlt ist, also mir gefällt ehrlich gesagt die Wasserkühlung sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt, der Geräuschpegel ist auch deutlich niedriger als ein Lüfter oder ein Laser mit verbauten Lüftern. Und das ist natürlich auch sehr gut. Ich habe aber auch einen negativen Punkt gefunden und zwar geht es hier um diesen Lüfter. Dieser Lüfter, der läuft ja, um die schlechte Luft abzusaugen, aber da haben wir ein Steckernetzteil. Dieses Steckernetzteil habe ich jetzt in eine schaltbare Steckdose gesteckt. Denn dieser Lüfter hat keinen Zwischenschalter da drin. Also das heißt, ich habe da oben keinen Schalter, wo ich den Lüfter aus- und einschalten kann. Ich möchte ja nicht, dass das Ding die ganze Zeit durchläuft. Und das fehlt mir noch ein bisschen und das sollte eigentlich schon dabei sein, dass man da einen Zwischenschalter hat. Aber vielleicht ist es ja echt Jammern auf hohem Niveau und ich kann einfach eine Steckerleiste benutzen. Wie seht ihr das? Einen zweiten Punkt habe ich auch noch entdeckt und zwar kleinere Laser mit Gehäuse haben ja wirklich eine schöne Kamera drin, wo ich meine Sachen schön ausrichten kann. Das ist in diesem Modell natürlich nicht möglich aufgrund der Größe, weil die Kamera müsste ja weiß Gott wo weit oben sein, um den kompletten Bereich abdecken zu können. Und das ist natürlich mit Gehäuse nicht möglich. Da das Gehäuse eine Pflicht ist eigentlich bei diesem Laser, ist natürlich ein Kamerasystem hier auch nicht möglich. Eine Lösung für das einfache Ausrichten hätten wir natürlich schon. Dazu braucht ihr aber dieses Infrarotmodul dazu. Ihr nehmt einfach die Arbeitsfläche 800 x 800, mal ein größeres Blech einfach und schraubt das komplett fix drauf. Und mit dem Infrarotmodul könnt ihr dann auf dieses Blech ein schönes, großes Koordinatensystem dann praktisch drauf lasern. Das kann ich euch vielleicht, ich habe es ja bei allen Videos eigentlich auch angeboten, immer kostenlos zum Downloaden. Vielleicht findet ihr das auf meiner Homepage, ich schaue mal, was ich machen kann. Und dieses dann drauf lasern auf dieses Blech und somit kann ich auch schon viel genauer das Ganze dann ausrichten auf diesem Koordinatensystem. Also das wäre halt eine Möglichkeit. Jetzt seht ihr hier das Koordinatensystem, allerdings habe ich das jetzt auf dieses Holz gemacht, ist jetzt nicht zum Schneiden gedacht, sondern eher zum Gravieren. Das Ganze auf Blech ist natürlich noch cooler und ihr könnt jetzt dann wirklich alles richtig schön sauber hier ausrichten und es ist genau das, was es in der Software dann auch ist. Also das heißt, diese Kästchen sind genau wie in der Software, bei Lightburn allerdings, und jetzt könnt ihr ganz einfach super ausrichten. Dieses Koordinatensystem werde ich euch zum kostenlosen Download anbieten auf meiner Homepage, schaut da einfach mal drauf.
Natürlich werde ich euch unten alles in der Videobeschreibung nochmal verlinken, den Laser, das Gehäuse, Zubehör und auch Lasermaterialien. Schaut da einfach mal drauf. Ebenso verlinke ich euch die Playliste Laser & Co. Das ist eine richtig coole Playliste mit den ganzen Laservideos mit Tipps und Tricks zum Lasern. Und da findet bestimmt jeder von euch da draußen etwas, also schaut da auch nochmal drauf. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt mit dieser Laservorstellung weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da, das unterstützt Gipfelholz. Wenn ihr noch Fragen habt oder sonst irgendwas, auch zu diesem Laser, könnt ihr gerne nochmal unten in die Kommentare reinschreiben. Solltet ihr den Kanal nicht abonniert haben, dann macht das gefälligst jetzt mal schnell. Und vor allem vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch kein Laservideo mehr oder sonstiges Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne, riesengroße Lasergrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.